Also ein Nachteil, wenn du mehrere Chars auf dem gleichen Account erstellst, ist halt, dass sie nicht zeitgleich online sein können. Aber auf der anderen Seite ist das ja kein Vorteil. Also vielleicht schon. Ich meine, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Aber es gibt jetzt keinen Vorteil davon, wenn du einen Char auf einem Account hast. Es gibt aber ein paar kleinere Nachteile, wenn du mehrere hast auf einem Account. Hebelt sich so ein bisschen gegenseitig aus, aber der einzige Nachteil ist halt eigentlich, dass sie nicht zeitgleich online sein können. Das war's eigentlich. Das ist der einzige Nachteil. Vorteil wiederum ist aber, wenn sie accountgebundenes Equipment haben, kann man es auf dem gleichen Account hin und her tauschen. Also zum Beispiel FEC-Equipment, wenn du 2 Blades auf einem Account hast, können die beide das gleiche Equipment tragen, selbst wenn es accountgebunden ist. Man braucht halt nur einen Common Bank, um es hin und her zu tauschen über die Bank. Aber also ich meine, das jetzt kommt halt drauf an, was man vorhat. Aber wenn du jetzt zum Beispiel halt, das ist ja doch, also müsste ja doch auf die meisten Leute zutreffen. Ist ja so, dass du jetzt schon auf Bodenk mal gespielt hast oder auf irgendeinem Server, ist ja egal auf welchem. Und dann hast du da ja schon einen Charakter, so jetzt zum Beispiel in meinem Fall jetzt Elementor. Und wenn ich mir jetzt einen neuen Elementor auf dem nächsten FEC machen würde und ich würde mir da geisteskrankes Equipment erspielen, also Endgame-Equipment, perfekt geupgradete whatever, dann könnte ich das halt theoretisch mitnehmen. Also nicht nur theoretisch, ich meine, mitnehmen kann ich es auf jeden Fall. Auf Bodenk. Und dann ist es aber accountgebunden. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Elementoren auf 2 unterschiedlichen Accounts habe, können die niemals dieses Equipment hin und her tauschen. Das geht dann einfach nicht. Also das ist dann immer für immer an den einen Account halt gebunden. Aber wenn sie jetzt beide auf dem gleichen Account wären, also ich mache mir quasi den zweiten Elementor auf dem gleichen Account, wo ich schon meinen ersten Elementor habe, und dann habe ich, wie gesagt, dieses ultra krasse Equipment, dann kann ich es halt theoretisch hin und her tauschen. Ich meine, gut, bei Elementor ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil man Elementor zum Beispiel nicht zum Bosse-Fighten benutzen würde. Aber bei einem Blade zum Beispiel könntest du dann halt mit ultra dem krassen Equipment zum Beispiel Kriton farmen, alle Bosse farmen, Dungeons farmen. Und wenn dein Main Blade irgendwann mal keine Power-Ups mehr hat oder whatever und dein anderer Blade hat aber Power-Ups, weil er die ganze Zeit nicht wirklich was gemacht hat, dann kannst du ihm einfach das Equipment drüber tauschen und farmst mit dem Blade weiter. Oder halt auch einfach immer zeitgleich. Kannst jeden Tag alles doppelt machen mit dem gleichen Equipment. Einziges Hindernis ist halt Common Bank. Ich glaube, das ist die einzige, also es ist die einzige Möglichkeit, wie man accountgebundenes Equipment auf einem Account hin und her tauschen kann. Das ist auch ein bisschen blöd irgendwie. Aber das kostet tatsächlich relativ wenig. Also wenn man das wirklich ausnutzt im großen Stile, kostet das verhältnismäßig wenig. Und ja, das heißt, du hast einen Vorteil und einen Nachteil. Du musst halt selber entscheiden, was hast du vor. Deswegen habe ich ja schon gesagt, es kommt halt darauf an, was du vorhast. Wenn du das vorhast, was ich gerade schon gesagt habe, eben zum Beispiel mehrere Blades spielen und mit den Dungeons oder Bosse oder whatever farmen, oder auch Ranger, ist ja egal welche Klasse, dann macht es durchaus Sinn, langfristig und im Hinblick auf FEC. Wenn du jetzt das aber nicht vorhast, du willst nur einen Charakter auf einem Account und möglichst alle deine Chars immer zeitgleich online holen können für whatever, dann würde es mehr Sinn machen, du machst immer nur einen Charakter pro Account. Weiß eigentlich, also ich finde halt, man braucht eigentlich nicht mehr als 8 Accounts, weil es können ja eh nicht mehr als 8 Chars in eine Party. Und das heißt zum Beispiel, ich meine, einzige Ausnahme wäre sowas wie das World Boss Event. Da könnte man dann theoretisch auch mit 50 Accounts online gehen und mit 50 Accounts zu dem World Boss laufen und den dann 50 Mal abfarmen sozusagen. Ja, das könnte man theoretisch machen, aber ich meine, das ist eigentlich das einzige Beispiel, würde ich sagen. Ansonsten ist es meistens so für Events oder für Quests oder fürs Leveln oder so. Du hast halt 8 Accounts, 8 Charakter, eine Party. In eine Party gehen nur 8 Charakter, 8 Accounts. Also wüsste ich eigentlich nicht wirklich, wofür man mehr als 8 Accounts braucht. Aber wie gesagt, es gibt vielleicht die eine oder andere Ausnahme, wo man tatsächlich auch mal theoretisch mit 20 Chars rumlaufen könnte. Aber eigentlich World Boss ist das Einzige, was mir gerade einfällt, spontan. Also ja. Aber im Endeffekt, das Wichtigste ist, egal bei was, immer sollte man sich vorher schon überlegen, was habe ich später mal vor.
falls man soweit schon vorausgucken kann oder vorausdenken kann, sollte man immer gucken, direkt schon beim Account erstellen, beim Char erstellen, was will ich eigentlich machen? Und dann sollte man sich daran schon die Strategie entwickeln, wie man was macht. Und auch welche Chars man macht und so. Das ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt Level 1 bin und einfach zocken will. Denke ich jetzt noch nicht unbedingt an Level 160 und was ich dann farme oder so, oder wie ich dann farme, aber falls man diese Weitsicht hat, dann hat es, also macht auf jeden Fall Sinn, ein bisschen vorausschauend zu planen. Die Erfolge sind nicht accountübergreifend. Nope. Achso, ja gut, okay, das wäre tatsächlich noch ein Vorteil, aber gut, das ist jetzt eigentlich auch nicht so krass. Also zumindest nicht, wenn man lange spielt. Also ja, diese Account-Achievements mit den Monster töten, Bosse töten, dass man dann direkt den vollen Damage-Boost hat, ja, das ist schon nice, aber ist jetzt auch nicht so ultra heftig. Vor allem nicht im Low-Level, High-Level, ja. Aber das würde mir persönlich jetzt nicht reichen als einziges Argument. Glaube ich. Das wäre mir zu wenig.